Mahlzeit und herzlich willkommen zurück zu Shardlight. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren Auftrag bekommen, den wir jetzt auch dann mal angehen so langsam. Und zwar sollen wir ja das Ministerium für Medizin infiltrieren. Wie genau wir das anstellen, das ist dann noch wieder eine andere Sache. Und zwar ist hier der Fripp Square, da sollen wir eine Kontaktperson quasi mehr oder weniger infiltrieren, mehr oder weniger mit ihr dann quasi reinkommen in das Ministerium für Medizin. Aber wir haben da auch eine Kontaktperson, wo wir quasi die Uhrzeit, wann der Doktor dort vorbeikommen soll, der diese Person hier untersucht, auftauchen soll. Deswegen gehen wir erstmal hier hin und gucken, ob wir da eine Kontaktperson haben irgendwie. Das Haus gucken wir uns mal an. Das sieht aus wie so ein kleiner Checkpoint für Mitglieder, für Besucher. Hier haben wir auch das M-Zeichen, aber wir kommen da nicht rein mit der, solange die Guard da drin ist. Und die Wache hat hier die Tür zu, das sagt ihr, dass es eigentlich was Gutes ist. Ja, da reinzugehen, während die da drin ist, ne, und so weiter. Hatten wir gerade schon. Guard, gucken wir sie Guard auch an. Er sieht irgendwie gelangweilt aus. Sprechen wir mit ihm. Excuse me. What is it, citizen? Was wollen wir? Was ist das für ein Ort, den du hier bewachst? Could you tell me about this building, sir? You don't get out much, do you? This is the Ministry of Medicine. They're in charge of all health-related issues in the city. So this is where people come to get their vaccines? Correct. Entry is by appointment only, I'm afraid. I kind of figured as much. Also es ist natürlich hier das Ministerium für Medizin. Hier kriegen alle ihre Medizin und so weiter. Und man kommt halt nur rein, wenn man halt einen Termin mehr oder weniger hat. Ist da irgendwas, was du uns über Silas Harrison erzählen kannst? You know someone named Silas Harrison? Silas Harrison? The name sounds familiar. But then, I see plenty of names on a daily basis. I have to write the name of all scheduled appointments here in my ledger. Okay, er muss dann halt alles immer hier in seiner Liste festhalten. Also der Name sagt ihm zwar was, aber nichts Spezielles. Wir können ja mal hier einfach mal erwähnen, dass wir das perfekte Leben haben. I just have to say, I've got the perfect life. Good for you, miss. Now please, move along. Okay, also das ist gut für uns, aber jetzt bitte geht mal weiter. Okay, da können wir nicht einfach mal reingucken. Suppose I could have a peek at your ledger. Afraid not, miss. This is for government eyes only. Ja, nur And für not to be Regierungsaugen. rude, but you don't look like a government employee to me. Keep up the good work. Have a nice day, miss. Wir sehen nicht aus wie eine von der Regierung. Da war doch noch gerade irgendwas anderes. Excuse me. What is it? Keep up the... Have a nice... Okay, können wir nicht weiter mit ihm sprechen. Was ist denn, wenn wir hier unseren Lotterieticket hier... Können wir ihm das hier... I don't think he'd want... Nee, da kommen wir nicht weiter. Können einfach mit der Waffe I bedrohen. don't think... Oder einfach direkt mit der Armbrust die abfallen. I can't just go around shooting people. Das wäre doch lustig. So, also nein, keine Chance. Was ist mit der That's a nice Statue? statue, although the base looks a bit unstable. Okay, das ist eine nette Statue, auch wenn die Büste, nehme ich mal, ist wahrscheinlich das Biest, weil das ist ja kein Biest hier oben. Bisschen unsicher alles aussieht. So, das ist der Entrance. The main entrance to the Ministry of Medicine. I have to find a way in there. Wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir da reinkommen. Aber wir haben hier bisher noch keinerlei Erlaubnis. Even if it wasn't locked, I don't think I could just go waltzing in there without permission. Können halt nicht einfach mal so rein. Also wir haben jetzt schon ein Problem, weil wir jetzt nicht einfach irgendwie da reinkommen. Wir müssen quasi eine Erlaubnis haben, da reinzukommen, eine offizielle. Das heißt, wir müssen dann doch erstmal zum Fripp Square. Bleibt uns ja kaum was anderes erstmal übrig. Dann gucken wir uns hier doch mal erstmal ein bisschen an. Ah, Fripp Square. I do so love the dirty looks I get from people when I walk through here. Ja, ihr gefällt es ja offensichtlich ganz gut so am Fripp Square. Hier kommen wir also nur wieder raus. Können wir irgendwie ein Poster können wir uns hier angucken. Und natürlich ihn hier, den Newsman. Hat auch ein Mikrofon in der Hand, das ist interessant. Gucken uns erstmal das Poster an. This poster is encouraging people to get vaccinated for Greenland. If only it were that easy for everyone.
Ja, also das Poster sagt einfach, dass jeder sich hier impfen lassen soll gegen die grüne Lunge und wenn das mal so einfach wäre. This poster is encouraging people. Ja, okay. Links oder rechts, egal. This guy is the local news delivery system for the residents of Fripp Square. Ja, also er ist quasi mit anderen Worten einfach der Nachrichtentyp. That's what the newsreader uses to make sure everyone around here knows what's going on. Ja, und er hat halt ein Mikrofon in der Hand. Können wir es haben? Please don't touch that. Nein, dürfen wir nicht. Okay, dann quatschen wir mal mit ihr. Hello there. May I help you with something? Ob du uns helfen kannst? Ja, klar. Kennst du Silas Harrison? Have you heard the name Silas Harrison? Oh, cool. Jetzt hängt sie so ein bisschen. I have, yes. He's fairly well known around these parts. Cool. Boom, 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 boom. Can you tell me anything about him? Like where he lives? Lady, I'm a town crier, not a town directory. If you want to put your nose where it don't belong, you're better off talking to Flora and Genevieve on the other side of the square. Ja, also er kann uns da nicht so wirklich weiterhelfen. Wenn wir halt irgendwie Klatsch und Tratsch austauschen wollen, dann sollen wir halt auf die andere Seite von dem Platz hier gehen. Da sind zwei, dessen Namen ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe. Eine hieß Flora. Mit denen kann man so ein bisschen rumquatschen. So, was machst du hier eigentlich genau? So you're a town crier? What do you actually do? I deliver the news to the people of Fripp Square. They ask about specific headlines, I tell them. Some sort of breaking news arrives from the government, I read it. It's rather simple, really. Also mehr oder weniger so eine Art Marktschreier, aber nicht, dass er was verkaufen will eigentlich in dem Sinne, sondern eher gibt halt die Neuigkeiten bekannt. So ein bisschen mehr oder weniger, wie wir das mit den Lautsprechern bei den anderen, bei Markthits hatten zum Beispiel. Also wenn es irgendwas Neues gibt von der Regierung, dann teilt er es halt hier direkt den Leuten vom Fripp Square mit. Ich würde gerne was Neues Can I hear hören. some news? Very well. Right now, the top headlines are Ministry of Energy restarts generators. Terrorists rumored in the Market District. Mysterious object spotted over quarantine zone. And the weather report. So, what'll it be? Also, wir haben jetzt hier verschiedene Nachrichten, die wir uns mal anhören können. Die ist ja neue Headlines. Also wir wollen erstmal was erfahren über, dass das Ministerium der Energie den Generator neu gestartet hat. Wer das wohl gewesen sein könnte? How about Ministry of Energy restarts generators? Fine. Attention citizens, the following is an important news bulletin. The Ministry of Energy released a report saying that they have succeeded in restarting 60% of the city's reactors. As a result, more power will be available, starting with the area around Fripp Square. This concludes the news bulletin. Please resume your normal activities. Ja, das war schon mal gut. Also 60% der Generatoren sind wiederhergestellt und das heißt mehr Energie für die Einwohner, vor allen Dingen startend hier bei Fripp Hello Square. there. May I? Can I hear? Noch ein paar mehr Right now, Nachrichten. Ja, das kennen wir alle so. schon. Wir wollen jetzt die Terroristen vermutet am Market District, auch für uns sehr interessant. I want to hear terrorists rumored in the Market District. If you wish. Attention citizens, the following is an important news bulletin. Rumors have surfaced of a group of terrorists headquartered somewhere in the Market District. These dissidents are to be considered armed and extremely dangerous to public safety. Anyone with information leading to their arrest is encouraged to report to the nearest aristocrat guard. This concludes the news bulletin. Please resume. Ja, also es gibt halt Leute, die angeblich da beim Market District sich halt terroristischen Akten verschrieben haben und sich dort eingenistet haben. Jeder, der darüber Bescheid weiß, soll halt den nächsten Wachen Bescheid sagen, weil die sehr gefährlich sind und wahrscheinlich sogar bewaffnet. Hello there. So, wir Can I haben hear- aber noch... Right, terrorist Ja. and so. Dann haben wir noch merkwürdige Objekte über der Quarantänezone entdeckt. I'd like to hear. Right you are. Attention citizens, the following is an important news bulletin. This past week, several citizens reported sighting a strange object in the sky over the quarantine zone. Rumors have persisted that it was the Reaper. However, the Ministry of Knowledge insists that this is not the case. The aristocracy reminds citizens not to be swayed by baseless rumors and superstitions. This concludes the news bulletin. Please. Ja, also es wurden von mehreren Bürgern unabhängig voneinander mehr oder weniger gesagt, dass sie halt komische Objekte da gesehen haben über der Quarantänezone und einige behaupten halt, es wäre der Sensenmann gewesen, aber die Aristokraten, also die Regierung auch, sagt, dass man sich so einem Quatsch glauben soll und ja, dass sie keine Sorgen machen brauchen, so ungefähr. Nun wollen wir uns mal den die Can I Wettervoraussage. hear some? Very right. So. So, machen wir den Wetterreport. What's the weather? You'll soon find.
Attention citizens, the following is an important news bulletin. Weather conditions are as follows. Partly cloudy with a 0% chance of rain. Today's high will be 24 degrees Celsius and the low will be 20. This concludes the news bulletin. Please resume your normal activities. Also wir haben es bedeckt, bisschen wolkig, mit mindestens 20 Grad und maximal 24 Grad, eine 0% Chance auf Regen. So, und dann haben wir noch die Möglichkeit, ihm von unserem perfekten Leben zu erzählen. I've got some news for you. I've got the perfect life. You, of all people, have the perfect life? I guess that really is news. Okay, also er hat auch keinen Plan. I've got things to do. Well then, don't let me keep you. Okay, also er hat uns jetzt nicht sonderlich viel weitergeholfen, aber wir haben ein bisschen Informationen gekriegt. Was nehmen wir mit dieser Statue hier? That's a pretty dramatic statue. I guess that must be the eponymous Mr. Fripp. Ja, das ist wohl der gute Mr. Fripp hier. Können wir die anfassen? I don't think that would be a good idea. Ne, mitnehmen auch nicht, komischerweise. Der hat aber auch hier auch schon wieder Ravens drauf This guy's sitzen. picked a very strategic location. I'd rather not get too close. Ne. Sie will da nicht zu nah dran an die Raben. Wen haben wir? Einen alten He Mann. looks fairly lost in thought. Er sieht aus, als ob er in Gedanken verloren ist. Ach, hier ist auch das Ministerium für Wissenschaft. Guck mal einer an. Quatschen wir erstmal mit dem, hm? Excuse me, sir. Hello, miss. Oh, what can I do for you? Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Amy. Wer bist du? I'm Amy Willard. Oder It's nice to meet you. sind Sie? Pleasure to meet you too, Amy. My name is Maximilian Huber, but please call me Max. Do you live around here? Yes, just around the corner, but ever since my wife passed, I like to get out of the house and spend time with my friends. Your friends? Yes, the Ravens. Also, es ist der gute Max und seitdem seine Frau gestorben ist, dann verbringt er am liebsten Zeit halt hier mit den Raben. Er wohnt hier nur um die Ecke, aber ja, so ist das. Also verbringen sie den ganzen Tag hier mit den Raben. So, how much time do you spend with your friends? Not all day, but most of it. They are beautiful creatures, aren't they? How those Reaper cultists have turned them into a symbol of fear is beyond me, but to each his own, I suppose. I only wish I had something to feed them with. The poor things look terribly hungry. What do they eat? Anything, really. Meat, vegetables, insects. They're not picky eaters by any means. Ja, also er verbringt nicht den ganzen Tag, aber den größten Teil mit den Raben. Und er würde gerne was zu essen für die haben, aber er hat halt nichts. Sie essen Fleisch und Gemüse und auch Insekten, aber kriegt halt nichts. Und die Kultisten benutzen ihn halt für das schlechte Symbol, aber eigentlich sind sie das gar nicht, sagt er. Kennt er denn Silas Harrison? I'm looking for Silas Harrison. Do you know him? Know him? Not personally, but I know who he is, certainly. You wouldn't happen to know where he lives, would you? I'm afraid not. I never had any cause to pay him any social calls at his home. My apologies. Also er kennt ihn schon, aber mehr kann er uns eigentlich nicht dazu sagen. Aber wenn er wüsste, dass wir das perfekte Leben haben vielleicht. You know, it's days like these that make me realize I've got the perfect life. That's a lovely attitude to have, my dear. Your optimism is inspiring. Have a nice day, sir. Aber auch das bringt You uns too, nicht my wirklich dear. weiter. Dann haben wir hier das Ministerium für The Wissenschaft. Ministry of Knowledge. It's where they keep all the documents and educational materials from before the bombs. Extremely limited access, of course. Ja, da sind die ganzen Dokumente gesichert, die halt vor den Anschlägen quasi, die es vor den Anschlägen gab und so weiter, aber die haben nur einen sehr, 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 sehr begrenzten Zugang. There's no way I can just walk in there. I'd have to fill out heaps of paperwork and probably wait years for an appointment. Also wir können nicht einfach reinspazieren, wir müssten wahrscheinlich jede Menge von Papierzeug erledigen und dann noch Jahre warten, bis wir den Termin bekommen würden. Gehen wir noch ein Stückchen weiter rüber. Ah, das sind wohl die beiden, mit denen wir uns unterhalten sollen. Ist ein Auto. A 2003 Fairway Debutante. I'm surprised it's still intact. Most of these were gutted for parts and metal in the years after Blast Day. Also das ist ein was auch immer Auto, habe ich schon wieder vergessen. Und das funktioniert wohl noch. Die meisten Autos sind halt ausgeschlachtet, seitdem hier der Angriff war. Sie wundert sich darüber, dass das nicht bei dem Auto auch der Fall ist. A little too modern for my needs. Plus, I don't think the people around here would take too kindly to scavengers.
Also erstens mal ist er zu modern für ihre Belange und zweitens würden wohl die Leute hier das nicht so ganz positiv sehen, wenn hier einer irgendwie nur Sachen ausschlachtet. Sie hören auf zu flüstern, wenn wir nahe kommen, ist auch interessant. Did no one teach you that it's rude to stare? Hat dir niemand beigebracht, dass es unhöflich ist, zu starren? Ugh, please stop staring at me. Und sie sagt, bitte hör auf zu starren, dann quatschen mit denen. Excuse me? Yeah. Oh. Where did you come from? She looks like she just came from the quarantine zone. Don't be silly. You know nobody ever leaves that awful place. In any case, I'm sure you've got a lottery job you should be doing. Why don't you run along and leave us to our conversation? Which reminds me, I need some new servants. I was entertaining guests the other day and they kept interrupting. Good help just keeps getting harder to come by. Also die sind ein bisschen verschnappt, die beiden, weil wir sehen halt aus, als ob wir gerade aus der Quarantäne kommen und einen Lotteriejob machen. Deswegen sollten wir doch einfach mal lieber weitergehen, als statt die weiter zu stören, mehr oder weniger. Aber können wir trotzdem noch mal I'd versuchen? sooner cut off my own tongue before speaking to those snobs again. Okay, also sie wird sich eher die Zunge rausschneiden, als nochmal mit denen zu quatschen. Und wir kommen hier aber auch nicht weiter rüber. Ich finde, wir kommen hier mal rüber und Quatsch. Nö, dann noch wieder nicht. Oh. Excuse me. Hello, Achso, wir können den tatsächlich mal fragen. Wer sind denn die beiden Mädels da Do you drüben? know the two women over there? They're kind of rude. Them? Oh, don't pay them any mind. They're just a couple of harpies who have nothing better to do with their time than gossip about everything. You should hear them any time the newsman reads out a headline. It's non-stop chatter. But please, let's discuss something more worthwhile, shall we? Have a nice day, sir. You too, my dear. Also, das sind einfach nur zwei Schnatterhühner, die sich quasi die ganze Zeit nur irgendwelche Gerüchte erzählen, irgendwelchen Klatsch und Tratsch. Und wir sollten sie hören, wenn der Newsman Nachrichten verliest, dann wäre das auch nur noch mehr Geschnatter den ganzen Tag. Aber ich weiß nicht, wenn wir hier May I? Can I hear? Very well. Right now, Noch ein Ministry paar terrorists Nachrichten. and so. nochmal einfach How vorlesen about lassen. Attention, the Aber wir haben leider keine Chance, jetzt hier rüber zu gehen, ne? Schnatter. Nochmal die Chance, mit denen zu reden jetzt? I'd sooner cut off my own. Nee, auch da haben wir nicht die Möglichkeit. Okay. Dann geh doch mal hier rüber. Wir haben jetzt auch keine Ahnung, wo der wohnt. Wir sind also nicht wirklich auch nur einen Schritt weitergekommen. Das muss man mal so sagen. Wir können zum Beispiel auch nicht mehr zu der Farm hingehen. Das ist auch wieder interessant. Also Sachen, die wir abgearbeitet haben, wo wahrscheinlich nichts mehr zu erledigen ist, ist dann wohl durch. Ich würde ja mal gucken, weil der kommt ja viel rum hier, der Junge. Der gute Denby. Vielleicht weiß der ja noch was. Hey, Denby? Yeah? Außerdem haben wir immer noch nicht gesagt, dass wir das perfekte Leben haben. Mal gucken. You know, I've got the perfect life. What the hell are you talking about, Amy? Have you gone crazy? No, just forget it. I'll just leave you to whatever it is you're doing. Thanks. Ja, also er fragt, ob wir verrückt geworden sind. Und also dementsprechend gehört auch unsere Bewegung eher nicht an. Gut, ja, dann müssen wir mal in der nächsten Folge gucken, wie wir am besten weiter vorgehen. Und dann kriegen wir schon irgendwie heraus, wie wir an den guten Typen, dessen Namen ich jetzt auch, meine Güte, mein Erinnerungsvermögen, ey. Ne, wenn man die ganze Zeit quatscht noch dabei, dann ist sowas so für den Hintern. Also, bis morgen, haut rein und ciao.